Heute sind wir mal bei der Boot in Düsseldorf gelandet und da werden wir uns mal angucken, was die Branche der Bootsbauer so alles zu bieten hat. Ansonsten werden wir uns auch noch ein bisschen beim Wassersport austoben, das heißt in Richtung Wakeboard und Stand-Up-Paddleboards, vielleicht auch Schlauchboote. Mit dabei ist jetzt Nick. Er ist auch ein sehr segelinteressierter junger Mann. Ansonsten wissen wir auch noch gar nicht, auf was wir uns einlassen und wir sind mal gespannt, was uns erwarten wird. In den Messehallen wurden tatsächlich ein paar Pools angelegt, um einige Sportgeräte zu testen und fortzuführen. In bestimmten Zeitabständen werden dabei die Sportarten wie Sub, Wingfoil oder Wakeboardfahren vorgegeben. Falls ihr also auch noch zu Boot fahren solltet, dann nehmt euch eine Badehose mit. In einem Pool wird auch gesegelt. Das funktioniert tatsächlich durch die ganzen Ventilatoren, welche ihr hinter dem Pool sehen könnt. Zum Wakeboarden. Bis auf die Shows dürfen leider nur Einsteigerboards verwendet werden. Spaß macht es aber trotzdem. Zu den Events muss man sich allerdings auch anmelden. Das sollte man auf der Webseite allerdings schon im Vorhinein machen. Draußen lang zu gehen ist deutlich schneller, um die gewünschte Halle zu erreichen. Als nächstes sind wir beim Segeln gelandet. Da fällt uns zuerst Hallberg Resi ins Auge. Und ja, da steht auch die neue 69er. Dazu gibt es vom Hersteller ja schon ein sehr genaues Video. Uns ist insgesamt jedoch aufgefallen, dass die Hallberg Resis nun auch hinten eine relativ breite Form erhalten. Das sind echt sehr schöne Schiffe. Es ist auch interessant zu sehen, was technisch schon alles umgesetzt wird. Auf dem Panels laufen alle Daten des Schiffes zusammen und können somit gut beim Fahren überwacht werden. Da würde ich aber behaupten, dass es dabei wenig Unterschiede der Hersteller geben wird. Schön zu sehen ist, dass direkt hinter den Verkleidungen, Sitzen oder auch Bugs-Kisten die Spanten zu sehen sind. Das macht einen sehr ehrlichen Eindruck, was bei Jeanneau, Bavaria und Co. ja nicht ganz der Fall ist. Wir haben uns die 34er angeschaut, selbst diese hat ein sehr großzügiges Platzangebot gezeigt. Am liebsten hätten wir uns gern alle Schiffe angeschaut, aber das ist natürlich nicht an einem Tag möglich. Oftmals muss man sich zum Anschauen der Schiffe auch registrieren und teilweise auch einen Termin vereinbaren. Das ist aber auch schon über die Boot Düsseldorf App im Vorhinein möglich. Als nächstes sind wir bei der Jeanneau 35. Da hat mich erstmal die Hohlepunktverstellung der Fock fasziniert. Wenn ich das mit den Hohlepunkten der Shanty vergleiche, ist das schon deutlich besser justierbar. Die Stehhöhe ist wirklich ordentlich. Das habe ich auch selten, dass ich hier drin stehen kann. Die Jeanneau 35 hat sogar eine separate Dusche. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Aber guck mal, das finde ich geil. Du machst den hoch und das ist eine Ebene. Ja, das sollte ja auch so sein, oder? Ja, aber hast du nicht auch. Okay. Also dass du hier gut mit der Karte auch arbeiten kannst, hast du eigentlich nie. Ja, aber arbeitet man an dieser Stelle mit der Karte? Oder eigentlich hat man ja auch einen separaten Kartentisch, der eigentlich hier so irgendwo wäre. Hast du hier nicht mehr. Oder man kann es hochnehmen, aber das hast du heutzutage nicht mehr. Du machst das auf deinen Salon. Eigentlich schade. Und so ein separater Kartentisch ist schon nichts Schlechtes. Dann schauen wir mal zu Dela, Hanse und Moody. Ehe wir uns versehen, sind wir in der Dela 34 gelandet. Die hat versenkbare Klampen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Kann das nicht leichter undicht werden? Innen drin ist diese etwas schmaler als die Jeanneau 35, welche wir uns vorher angesehen haben. Nick meinte, die Betten sehen etwas kurz aus. Naja, da hat Kleinsein doch mal was Gutes. Nick, musst du kleiner werden, brauchst du kein großes Schiff kaufen. Großes Schiff, ja. Als letztes schauen wir uns noch die Hanse 410 an. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, jedoch nach dem Erzählen sagen, ist diese, was die hinteren Schlafkabinen betrifft, etwas breiter. Sonst sieht die Verarbeitung ganz gut aus, nur einige wahrscheinlich klappernde Teile sind uns aufgefallen. Die ganzen Details wie die LEDs, die fast überall verteilt sind auch schön anzusehen. Ich glaube, ich weiß, was ich bald zu tun habe. Die Yacht ist auch mit einem ziemlich großen Stand in Halle 10 vertreten und machen gerade hier bei YouTube viele Aufzeichnungen von neu releaseden Booten. Ich habe mal den Yachtbericht der Shanty 3 vorgeführt, da diese auch mal in den 70ern einen Bericht in dieser Zeitschrift bekommen hatte. Damals lag sie noch in Spanien, in dem Herstellungsort Barcelona. Liebe Yacht, auf eine Rückmeldung bin ich mal gespannt. Kommen wir nun zu dem Thema Schlauchbooten. Ein schönes Dingi könnte ich mir auch noch vorstellen. Bei der Messe sind alle Arten von Schlauchbooten ausgestellt. Vom ganz kleinen Schlauchboot zu Schlauchbooten mit Glasboden und Dingis, die bald ein eigenes Dingi brauchen würden. Beeindruckt hat mich ja das Schlauchboot mit aufsteckbaren Segel, Optischwert und Ruder. Da kann man den Motor auch mal zu Hause lassen. Natürlich sind noch viele weitere Arten von Booten vertreten. Ja, das sind auch Boote.
Viele interessante Konzepte werden vorgestellt und angeboten. Ich bin mal gespannt, welche sich davon im großen Stil durchsetzen. Also, wir sind jetzt am Ende von dem Tag angelangt. Das reicht auch für heute wieder mit der Boot Düsseldorf, wo wir gewesen sind. Wir haben viele Boote gesehen. Natürlich kann man hier auch ein Boot kaufen für einen sogar Messepreis. Allerdings reicht dafür das notwendige Kleingeld bei uns natürlich gerade nicht so ganz aus. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Aber bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal bei Disaster Plus. Ach so, und by the way, kommentieren, liken und abonnieren natürlich nicht vergessen.